Du hast diese orangenen Kapseln schon 100-mal gesehen. An der Reling von Frachtern, an Bohrinseln, am Heck von Kreuzfahrtschiffen. Sie hängen dort wie ein überdimensioniertes Spielzeug aus Plastik. Die allermeisten Menschen halten sie für ein simples Boot mit einem Deckel obendrauf. Aber das ist falsch. In dieser Kapsel steckt mehr durchdachte Ingenieurskunst als in manchem Auto. Sie darf aus über 30 Metern Höhe ins Meer stürzen, ohne dass die Menschen darin zu Schaden kommen. Sie dreht sich von allein wieder auf den Bauch, wenn eine Welle sie kopfüber wirft. Und sie kann durch ein brennendes Ölfeld auf dem Wasser fahren, während draußen die Flammen lodern. Wie kann ein orangefarbener Plastikkasten das alles aushalten? Und was genau liegt eigentlich darin, wenn du die Luke öffnest? Willkommen beim Kern der Dinge. Wir analysieren, warum ein modernes Rettungsboot überhaupt frei fallen darf. Wir klären, was eine Katastrophe aus dem Jahr 1912 damit zu tun hat. Und wir reisen in das Innere dieser Kapsel, Gegenstand für Gegenstand. Wenn du wissen willst, was dein Leben auf hoher See wirklich rettet, dann abonniere jetzt den Kanal. Um das orangene Wunder zu verstehen, müssen wir zurück in jene berühmte Nacht im Nordatlantik. An Bord der Titanic befanden sich rund 2200 Menschen. Die Zahl der Plätze in den Rettungsbooten reichte für knapp 1200. Mehr als die Hälfte aller Passagiere hatte von Anfang an keinen Platz. Und das Bittere daran, die Reederei hatte sich an die Vorschriften gehalten. Die Gesetze von damals knüpften die Zahl der Boote an die Größe des Schiffes, nicht an die Zahl der Menschen. Ein riesiges Schiff galt als so sicher, dass die Boote eher Zierde als Werkzeug waren. Man vertraute dem Stahl mehr als dem Holz. Vom ersten Riss im Rumpf bis zum endgültigen Versinken vergingen nur etwa 2,5 Stunden. Das Wasser war so kalt, dass ein Mensch darin nach wenigen Minuten erstarrte. Wer keinen Platz in einem Boot fand, hatte praktisch keine Chance. Diese Rechnung kostete über 1500 Menschen das Leben. Aus dieser Katastrophe entstand das wichtigste Sicherheitsabkommen der Seefahrt. Es heißt SOLAS, kurz für den englischen Begriff Safety of Life at Sea, also Sicherheit des Lebens auf See. Die erste Fassung wurde im Jahr 1914 beschlossen, nur 2 Jahre nach dem Untergang. Der Kern war ein einziger radikaler Satz. Für jeden einzelnen Menschen an Bord muss ein Platz im Rettungsmittel da sein. Heute geht die Regel sogar weiter. Ein modernes Schiff muss Plätze für 125% aller Menschen an Bord vorhalten. Es muss also mehr Rettungsplätze geben, als überhaupt Personen auf dem Schiff sind. Aus dem Schmuckstück an der Reling wurde eine Pflicht aus Stahl und Kunststoff. Jetzt wird es spannend. Klassische Boote werden langsam an Seilen und Kränen ins Wasser gelassen. Doch wenn ein Schiff brennt oder sich gefährlich zur Seite neigt, klemmen genau diese Seile. Die Lösung der Ingenieure klingt verrückt. Man lässt das Boot einfach fallen. Die orangene Kapsel sitzt auf einer schiefen Rampe am Heck wie eine Rakete kurz vor dem Start. Ein einziger Hebel löst die Halterung. Dann rutscht die Kapsel die Rampe hinab und stürzt mit dem spitzen Bug voran ins Meer. Sie taucht tief ein, schießt wieder an die Oberfläche und treibt sofort vom sinkenden Schiff weg. Kein Kran, kein Seil, keine Verzögerung. Die höchsten zugelassenen Fallhöhen liegen bei über 30 Metern, das ist die Höhe eines 10-stöckigen Hauses. In wenigen Sekunden ist die Besatzung im Wasser und in Sicherheit. Aber müsste ein Sturz aus dieser Höhe die Menschen nicht zerschmettern? Genau hier liegt die geniale Idee. Entscheidend ist nicht die Höhe, sondern der Winkel des Eintauchens. Die Rampe ist exakt so berechnet, dass die Kapsel schräg ins Wasser schneidet und nicht flach aufklatscht. Das Wasser bremst sie über eine lange Strecke ab, statt sie wie eine Wand zu stoppen. Im Inneren sitzt jeder Mensch in einer anatomisch geformten Schale, das Gesicht zur Fahrtrichtung. Dicke Gurte halten Schultern, Hüfte und Becken zusammen, ähnlich wie bei einem Piloten. Die Kräfte werden über den ganzen Körper verteilt, nicht auf eine einzelne Stelle. So wird aus einem tödlichen Sturz ein harter, aber überlebbarer Stoß. Eine offene Schale würde in hoher See sofort volllaufen und kentern. Deshalb ist die moderne Kapsel vollständig geschlossen, ein wasserdichter Panzer. Und sie hat eine fast magische Eigenschaft. Sie richtet sich von selbst wieder auf. Wenn eine Welle das Boot um 180 Grad dreht, kippt es nicht einfach kopfüber liegen. Der Trick steckt in der Gewichtsverteilung. Schwere Teile sitzen ganz unten, der eingeschlossene Luftraum liegt oben. Auftrieb und Schwerkraft ziehen so lange in entgegengesetzte Richtungen, bis sich die Kapsel zwangsläufig wieder dreht. Sie kann gar nicht anders, als die richtige Seite nach oben zu kehren.
Auf See lauert eine Gefahr, an die kaum jemand denkt: brennendes Öl auf dem Wasser. Eine normale Kunststoffhülle würde darin sofort schmelzen. Deshalb tragen viele dieser Boote ein eigenes Feuerlöschsystem auf der Außenhaut. Eine Pumpe saugt Meerwasser an und verteilt es über feine Düsen als feuchten Schleier über die gesamte Hülle. Dieser Wasserfilm hält die Flammen vom Material fern. So kann die Kapsel rund 8 Minuten lang mitten durch eine Feuerwand fahren, während die Menschen darin geschützt bleiben. Damit niemand den heißen Rauch einatmen muss, führt die Kapsel sogar ihre eigene Luft mit, in Druckflaschen an Bord. Ihre leuchtend orangene Farbe ist übrigens kein Zufall. Kein anderer Farbton hebt sich auf dem grauen Meer und aus der Luft so deutlich ab, wenn die Retter suchen. Und jetzt öffnen wir endlich die Luke. Jeder Gegenstand an Bord ist von Solas bis ins Detail vorgeschrieben. Da sind Trinkwasservorräte, 3 Liter pro Person, in versiegelten Beuteln. Da sind Notrationen mit einem Energiewert von 10.000 Kilojoule pro Person, in luftdichter Folie. Da liegen Fallschirmsignalraketen, die hunderte Meter hoch leuchten, dazu Handfackeln und schwimmende Rauchsignale für den Tag. Es gibt einen Kompass, einen Treibanker, der die Kapsel mit dem Bug in die Wellen hält, und für jeden eine Angelausrüstung. Eine wasserdichte Lampe brennt mindestens 12 Stunden, lang genug, um die Überlebensanleitung an Bord zu lesen. Und ein winziger Spiegel liegt bereit, mit dem man Sonnenlicht gezielt zu einem Flugzeug blitzen kann. Dazu kommen wärmende Schutzanzüge gegen die Unterkühlung, ein Verbandskasten, Schöpfkellen gegen eindringendes Wasser und sogar 2 Beile, um eine festsitzende Leine im Notfall zu kappen. Es ist ein komplettes Überlebenspaket, gepackt auf wenige Kubikmeter. Doch hier kommt die nüchterne Wahrheit. 3 Liter Wasser, das ist die Menge für vielleicht 1,5 Tage in der Sonne. Diese Kapsel ist kein schwimmendes Hotel für eine lange Reise über den Ozean. Sie ist gebaut, um eine einzige Lücke zu überbrücken: die Stunden zwischen dem Untergang und der Ankunft der Retter. Denn seit der Titanic hat sich noch etwas anderes verändert. Jedes große Schiff trägt einen automatischen Funksender, der beim Untergang von selbst aufschwimmt und ein digitales Notsignal mit der exakten Position über Satellit absetzt. Hilfe ist meist nicht Tage entfernt, sondern Stunden. Die Kapsel muss dich nicht retten. Sie muss dich nur am Leben halten, bis die Rettung kommt. Und damit stellt sich eine letzte Frage. Wenn ein Schiff Plätze für 125% seiner Menschen braucht, was passiert dann eigentlich mit den Booten, die niemand benutzt hat, wenn das Schiff sicher im Hafen ankommt? Schreib mir in die Kommentare, welches dieser Details dich am meisten überrascht hat. Wir sehen uns beim nächsten Kern der Dinge.